Herzlich willkommen beim dritten Teil von Cognition. Dann sind wir ja heute bei dem Antiquitätenladen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind und müssen mal gucken, wie es denn jetzt hier so weitergeht. Ich habe die Effektlautstärke ein bisschen runtergedreht. Es ist dieses komische so ein Geräusch, das scheint zum Spiel zu gehören. Ich weiß aber nicht, was es da soll. Und wir brauchen es nicht wirklich hier für uns. Rose's shop. The things John gets me into. Okay, dann gehen wir nochmal rein, ne? Oder erstmal die Tür angucken. It's still open? Does Rose ever sleep? Ja gut, ist natürlich auch eine ungewöhnliche Zeit. Hinein mit uns. Mal sehen, ob die was zu dem Teil, was wir gefunden haben, was sagen kann. Hello, my dear. I could feel the spirits were active tonight. I knew someone would appear. Yeah, that'd be me. So, does the shop have the identity problem, or is it you? Very observant. What's a pretty girl like yourself doing out at the witching hour? Special Agent Reed. I'm here to ask you some questions about an antique. My favorite subject, Agent. And you can call me Rose, my dear. Okay. Also, die eine wundert sich, warum wir hier noch rumrennen. Mal gucken, kann ich hier... Oh, jetzt muss ich eins von den beiden auswählen. Eigentlich geht es mir um diese Antiquität. Reden wir doch da mal rüber. I wanted to ask you about this. Ah, that is strange. What is? This is only a piece of the toy. Yes, it is a lait pendu, or at least very similar to one. Precious things. Beautiful. A what? Le pendu. It was a line of toys that had their roots in the French Revolution. It is said that those in high society used them at secret parties. Mysterious, do you not think? And some say they used these toys to scare their children into understanding what justice could do to them if they did not follow the rules. Horrible, is it not? So why would a toy like that appear in a crime scene last night? That is your job, my dear. Das ist schon sehr eigenartig. Also es handelt sich um ein Spielzeug aus der Zeit der Französischen Revolution und das wurde einerseits benutzt bei irgendwelchen Geheimtreffen von irgendwelchen Adligen und um Kinder zu erschrecken oder um denen klarzumachen, was mit ihnen passiert, wenn sie nicht rundlaufen. Sehr, sehr eigenartig. Was frage ich denn jetzt mal als nächstes? Frage ich erstmal direkt nach dem Spielzeug weiter? Eigentlich schon. Ich will ja mal wissen, was es damit auf sich hat. What else can you tell me about it? The artifact is indeed old, but it has been modified. The wood is very old, and so is the varnish. But the cuts are new. Is this the only piece you found? Yes. So there are more? Well, yes. And I would say these cuts were made to fit into some other piece. Do you carry these? There is one right there. Ja, so sehen die Dinger aus. Also das Teil wurde also bearbeitet, damit es irgendwo, oder wurden Schnitte gemacht, damit es in ein anderes passt. Na gut. Also muss es ja noch welche geben. Also müssen wir ja noch auf weitere stoßen, nehme ich mal an. So sehen die Teile aus. Was ist das denn? Wie so ein Hangman hier sogar. Sehr makaber irgendwie. Fragen wir so mal über die Kunden. Wer rennt denn da so bei ihr rum? Could this have come from this shop? I have not sold one in a while, but they are not as uncommon as you may think. Do you know of any other shops that may sell them? Toy shops, other antique stores. I bet they show up in those online auctions too. As I said, they are not all that uncommon. I am sorry, my dear. Ja, toll. Ich habe also eigentlich ganz gewöhnlichen Schrott gefunden. Super. So, you sell antiques? You do not just sell antiques, my dear. I like to see it as a way to preserve these beauties through the generations. But yes, this is an antique shop, among other things. Like what? Reading a crystal ball? If a customer wants to talk to their dear departed mother or father, I am happy to help. Right. Do you read the tarot too? I make an honest living, Agent. Nothing wrong with that. Other than extorting people's hard-earned money, no. I give people what they want. I know when people need healing and how to help them heal. Right, my dear?
Thanks for the help. Any time, my dear. Now, tell me the real reason why you are here. Hab ich doch. Ja, toll. Irgendwie eine Tante, die den Leuten es ermöglicht, mit den Verstorbenen zu sprechen. Super. Lüge ich sie an, sage ich die, ach komm, die weiß das sowieso. Wenn die mit Geistern redet, dann... Something's been happening to me. A friend suggested I talk to you about it. Go on. I am listening. I keep having... Visions? I'm sorry, I'm not exactly comfortable. Listen, my dear, you can tell Rose whatever is happening to you. These old bones have seen it all and heard it all. Irgendwie ist die immer glücklich mit ihrer Stimme, oder zumindest klingt die Stimme so. Ich erkläre ihr das einfach mal, das mit den Visionen. Vielleicht kann die mir ja irgendwie einen Hinweis geben, was es damit auf sich hat. How do you know? Did John McCoy call you? Jean McCoy? Where do I know that name from? Ah, yes, Jean. Another FBI agent. More easygoing. He came here a few years back. Poor soul, he was utterly lost. He loved my coffee, and we used to sit at that table over there, talking for hours. I would guess you are the girl he told me about. I wish he'd let me deal with this on my own. Sometimes we do need a push, my dear. And here you are, taking the right steps. When did they start? The visions. I will tell you what. Go and sleep on it. Visit your brother tomorrow. Wait, how do you know? Sleep on it. And if you are ready tomorrow, come back here and I will show you a few things. All right? We'll see. Ja, sleep on it. Ja, toll. Also jetzt darf ich eine Runde ins Bettchen gehen und dann soll ich zu meinem Bruder. Also I could stay up driving all night. I could use the time to think. But I'd better get some sleep tonight. I have a feeling tomorrow is going to be a long day. Gut, sie fährt nach Hause. Ready to go. I should see what Davies wanted. Ja. Aber ich dachte, ich soll auch irgendwie zu meinem Bruder noch. Vielleicht. Aber jetzt sagte sie, wir müssen jetzt erst nachgucken, was Davies, also ihre Chefin da sagt. Dann würde das doch bedeuten, dass wir irgendwie nach Downtown fahren, ne? Oder? In die Innenstadt. Machen wir das mal. Und da gibt's das Headquarter. Und hier das Leichenschein. Dann fahren wir zum Büro und schauen, was die Chefin will. Okay, sie geht also nicht alleine dahin. Was haben wir denn hier alles? Drucker, Gwen, mein Schreibtisch, ein Snackautomat, Ruhmestafel, Vitrine. Schauen wir uns mal das hier vorne an. We keep awards in there. A few of the top shot ones are mine. Okay, sie ist eine gute Schützin, so viel wissen wir jetzt. So many heroes. Bringt uns jetzt nicht wirklich weiter, ne? Was haben wir denn hier alles, Marco? Die Namen sagen mir jetzt nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus. Auf unserem Weg zum Schreibtisch. Gwen, natürlich reden wir mit ihr. Das lassen wir mal, wir quasseln. Oder gucken können, wer sie ist. Hi, Gwen. How are you? Erica! Working hard. You know, lots of things to file. But hey, can't complain. Still have my job. Yeah. So, what's up? Haha. What's up? Ja, wie geht's dir hier? Beweise verabschieden. Ach, wir können ja mal über Beweise. Wir quasseln mit der einfach mal alles durch. So, how's it been handling the evidence room? Crazy, isn't it? Davy said it's only until we get out of this mess. Cutbacks and all. Wish this came with the raise, but what can you do? Anyways, if you have any requests, I can get it for you. I'll keep that in mind.
Okay, das Mädel kommt also an die Asservatenkammer ran, wenn ich das richtig verstanden habe. Was passiert bei Beweise? Dann derselbe Text? So, how's it been handling the evidence? Crazy, isn't it? Davy said his own... I'll keep that in mind. Ja, das scheint mir das Gleiche Thank you, zu Gwen. sein. Anytime. Ich hatte gedacht, die verschwinden dann, die Sachen, die man einmal besprochen hat, aber das scheint wohl doch nicht so zu sein. Haben wir Drucker? Wen haben wir denn hier noch alles? Sully, Davies Büro von der Chefin, Stadtplan von Boston. Okay, und noch diverse andere Schreibtische, die angezeigt werden. Dann gehen wir doch einfach mal zu unserem Schreibtisch, oder? Und wir setzen uns. Let's see what's new today. Hey, Erica. Sully? Davies told me that she had to leave as soon as she got here, to let you know. Thank you. She said she needed to talk to you about that antique you found yesterday. How did she know? Terrence. Yeah, she was mostly talking to herself. You know how she does that. She had a similar piece or something? Really? Interesting. Need to see this thing. I'm sure. Are you avoiding me? Sully, I have 10,000 things in my head right now. Can we talk later? Sure. You want to grab lunch later? Keine Ahnung, soll ich mit dem zum Lunch gehen oder nicht? Bringt mir das was? Bin da ehrlich gesagt ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht. Not today, Sully. I really am busy. Maybe some other day? Yeah, you got a hell of a case. By the way, you left your jacket at my place the other night. I can bring it by, or maybe you could... Yeah, bring it by. Sure, no problem. Die beiden also, okay. Ja, was war denn das gerade? Also ich klicke vielleicht und sie sagt auf gar keinen Fall. Also war es ja eh egal, was ich da anklicke. Dann muss ich ja im Grunde genommen mal gucken. Also die Chefin hat auch ein Artefakt gefunden. Der blöde Techniker, der quatscht die ganze Zeit und hat uns verraten. So ein Scheiß. Dass die Chefin schon wieder wusste, dass wir so ein Ding auch haben. So, was haben wir denn hier im Bild? Telefon, Fotoschublade, Tastatur, Eier-Sandwich. Das ist toll. Gucken wir mal das Foto an. Wahrscheinlich. That's Scotty. It's my best picture of him. Ich befürchte fast, dass wir so richtig viele Optionen eh nicht haben, ne? Was ist da? Ein paar Münzen. Ach, die können wir mal einstecken. Nie verkehrt. Natürlich haben wir Lust auf ein Eier-Sandwich am frühen Morgen. Ugh, no thanks. Hey! Ist das doch. So, dann Tastatur. Ja gut, was soll ich denn damit machen? Benutzen? So, das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Also, ich habe E-Mail-Beweise, Falldatenbank, Personensuche. Toll. Fangen wir einfach von vorne an. Read. Terrence mentioned to me that you have found a piece of an antique last night at the crime scene. I was sent one anonymously last week. I gave it to Terrence. It's not the first weird thing I've gotten lately either, but I wrote them off up until last night. I'll show it all to you when I get back later today. For now, I have to go take a look at something important. Davies. What does she have in her office? I have to get into Davies' office somehow. Okay, da ist dann schon der nächste Auftrag. Wir wollen in ihr Büro. Super. Das ist also im Grunde genommen das mit der Antiquität. Was haben wir das hier? Hey, babe. We haven't spent time together in a while. Was wondering if you'd like to rent a movie and watch it at my place this weekend. Sully. Sully, how many times do I have to tell you not to call me babe? Terrence, was schreibt er denn? Bei mir steht noch eine Party. I could use a couple hours away from all this. Figures. Dad avoids visiting Scott. Maybe that's why he decided to bury him there, so that he could be as far away from his memory as possible. 3 Jahre, was sagt denn der Papa da?
Hey Kleines, ich weiß, ich sollte heute da sein, kaum zu glauben, dass es heute 3 Jahre her ist. Er hatte diesen furchtbaren grün-braunen Pulli an und ich erinnere mich noch, dass du sagtest, dass er so ruhig aussah, als er... Manchmal denke ich immer noch, dass er gerade unten ist, faul auf der Couch hockt und seine Videospiele spielt. Ich kann heute nicht in die Stadt kommen, habe viel zu tun. Ich sehe zu, dass ich im Laufe der Woche kommen kann, sei so lieb und kauf ihm ein paar Blumen. Ja, Kuss Dad. Okay. The case database. I can access closed and current cases here. Ah ja, da haben wir das. Das ist der alte Fall. Der ja jetzt schon 3 Jahre zurückliegt, ne? Mal kurz gucken. Ziel des Mörders sind Geschwisterpaare, scheint keine offensichtliche Methode zu geben. Der Mörder fixiert dieses Opfer in einer vermutlich selbstgebauten Mordapparatur. Das hatten wir ja alles beim Bruder gesehen. Die anspruchsvolle technische Beschaffenheit der Geräte deutet auf eine hohe Intelligenz des Täters hin. Oh je. Sowie auf einen möglichen Beruf mit ähnlichen Fähigkeitsanforderungen. Zum Beispiel Mechaniker, Elektriker, Ingenieur und so weiter. Die Auswahl der männlichen Geschwisterteile als primäres Opfer, also die schnappt er sich immer zuerst an, ne, lässt darauf schließen, dass der Täter selbst ein gestörtes Verhältnis mit einer Schwester gehabt haben könnte. Und er durch die Morde nach einer Auflösung desselbigen strebt. Eieiei. Ah ja, man kann das hier ausdrucken lassen. So wie es aussieht. Formular zur Beweisanforderung. I don't have any evidence to look at right now. Okay. Exactly what it says. A people search. Ja, dann denke ich mal, dass ich hier jetzt erstmal nicht weiterkomme, sondern irgendwie in das Büro muss. Nehme ich mal an. Dann gehe ich mal raus. Was ist das für ein Was macht das Telefon? Wie kann man da anrufen? I don't have any business with other government agencies right now. Ah, okay. Da kann ich dann die Leute in meiner Firma oder hier Abteilung da anrufen. Zumindest sieht so aus. Dann stehe ich doch mal auf und gehe mal so langsam zum Büro der Chefin. Snackautomat. Gleich mal angucken, benutzen. I need some money for it. Hey, ich habe doch Geld. Ich habe Münzen gefunden. Dann mach ich das doch mal. I need some money for it. Hä? Was habe ich denn hier? Das sind doch Münzen. Ach, hier, das muss ich machen. Yeah, I'll pass right now. Och, Mensch. Jetzt wollte ich dir so ein viel besseres Frühstück als das Eiersandwich besorgen. Und dir gefällt das nicht, Mann. Du bist mir einer. Stadtplan von Boston. Ich schleich mich mal ran, so langsam so. Stadtplan von Boston. Ich tu mal so, als würde ich den A map angucken. of the metropolitan area of Boston. I guess it was useful at one time. Like 10 years ago. Okay, veraltetes Ding oder so. Was mache ich denn jetzt? Da ist John. Notausgang, Fahndungsliste. Eieieiei. Was kann ich denn da machen? Ich glaube, ich gehe erstmal noch nicht zu dem Büro. Ich quatsch mal mit John. Mal sehen, was der so zu erzählen hat. Geht das? Feuerzeug. Kann ich das nehmen? Nee. The guy doesn't go anywhere without that thing. A present from his dad or something like that. Okay, John, lass uns reden. Lass uns quatschen. Good morning, John. What's so good about it? Hey, hast du wieder schlechte Laune? You were an iridescent ray of sunshine today. Did you have your coffee yet? Shit, no coffee will fix this. What's up? All this paperwork that fell on my desk today like a goddamn ticker tape parade. I'd offer my help, but But don't really want to. Sorry. bring me some donuts if you want to help. Will a bag of chips from the vending machine do? Get out of here. Gott, jetzt soll ich ihm Donuts besorgen, damit er bessere Laune kriegt. Na egal, wir fragen nochmal nach den anderen. Has Sully said anything about me?
Look, I'm not good at this lovey-dovey shit, but we were at Joey's the other night, throwing him back, and the kid opened up. He's confused. I don't blame him. I have fun when I'm with him. It's just... I feel like I'm cheating. You mean because of... You know. It's one thing when you touch a body and find details that help on a crime scene. But when someone holds your hand and you see him looking at penthouse magazines and... Don't all guys do that? It's not that. I feel intrusive. If I find things that I don't like later, too bad. But I want to get there at my own pace. I don't want to know his parents before I even have the chance to feel it's going too fast when he asks me to meet him. Man, I don't know what it'd be of me if every time I kissed my ex-wife I saw my mother-in-law. And that's on a good day. Oh je, die arme Frau hat Visionen, wenn sie den Typen anpackt oder seine Hand hält, dann ja, gefällt ihr nicht so ganz, was sie da sieht. Kann ich ja verstehen. Oder vielleicht, dass das einfach Dinge sind, die man noch gar nicht wissen will. Davies, wo ist die? Have you seen Davies? Sully told me she left early. Got reeled in by something, I suspect. Great. Know when she's coming in? Nope. Now stop asking questions. It's my job. Well, stop being so good at it. You keep a copy of Davy's office keys, no? Why? She sent me an email mentioning something about strange things she's been receiving in the past few days. So I figured that since she isn't here... You just sneak into her office and look around? Oh, come on, John. I don't have time to stand around until she comes back. Even if I didn't think that was a stupid idea, you're out of luck. I lost those keys. And don't tell anyone either. Wäre ja auch zu schön und einfach gewesen, wenn er noch Schlüssel für das Büro der Chefin gehabt hätte. Had any new thoughts on the hanging last night? You see my desk? A man cannot think straight with all this. You know, there's something that doesn't fit. Erica, every case you've worked on, you've hoped it had something to do with Scott's killer. It's that gleam in your eyes. And it's right there, right now. It isn't that. Davies had a bad feeling about it, and I agree. Well, you know what to do. Put your clues together. Go back to the crime scene. Pay a visit to Dr. Gallagher. See what surfaces. Meanwhile, you'll be here guarding the donuts. There's a bright side to everything, Mama said. But there's no donuts today. So I can't even have that small comfort. Er rät mir also tatsächlich zum Tatort nochmal zu fahren. Und dann mit diesem Doktor da zu reden. Hinterher auch. Mal gucken, wenn ich jetzt sage Fall, kommt wieder das Gleiche. How's the case going? Well, you know what to do. Put your clues together, go back to the crime scene, pay a visit to Dr. Gallagher, okay. See what surfaces. Okay, was sagt er zu Rose? Zu dem Laden, dem Antikladen? So I went to see that woman, Rose. And? I don't know. You know I hate that spooky shit. But she seemed to know something. You gotta deal with these flashes of yours now, before they seriously screw up your ability to do your job. I guess. Na gut, da sagt er mir nur das Gleiche, dann kann ich mich verabschieden. Well, I guess I should get back to the case now. How are you feeling, kiddo? I'll survive. I'm gonna stop by Scott's grave today. Red, my mama always said, if it's meant to be... It'll happen. You know what pisses me off? Not that I haven't caught the killer, or that Davies closed the case, but the fact that there may be another pair of innocent suckers out there whose lives could be about to change forever because of this bastard. He's been quiet for 3 years. Maybe the guy died, who knows, had a heart attack. The guy was on fire last time anyone saw him, you know? Look, in any case, stop the whining and go do some work. You are better than that. Yeah, I'll catch you later. Tja, also sie kann mit dem alten Fall, der ihren Bruder betraf, mit dem nicht abschließen. Und, tja, was soll man dazu sagen? Die vermutet halt immer irgendwo noch, dass er rumläuft. So, ganz kurz was gucken. Hier, was kann man überhaupt mit den anderen Sachen machen? Was kann man mit so einem Handy machen? Was passiert, wenn ich hier auf Benutzen klicke? Alle Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, leuchten auf.
Au, okay. Wenn ich dann auf das... Ja, so muss ich machen. Wahrscheinlich erst auf Benutzen und dann draufklicken. Was kann man denn hier machen? Kontakte, Websuche, Nachricht an Dad, Musik. Okay. Was passiert bei Websuche? Was kann man suchen? Habe ich Kontakte? Unterhaltung? Gibt es auch andere Sachen, die man suchen kann? Aha. Wie Unterhaltung? Ach so, jetzt kann ich hier Sachen auswählen oder was? Was ist das denn? Abenteuer? Was passiert dann? What am I doing? That's not what I'm looking for. Hätte ja mal sein können. Zack. Hier zurück vielleicht? Ach so, Abenteuer und dann muss ich sagen, welche Form? Bücher, Abenteuer, Spielabenteuer. Und dann? Phoenix Online Studios? Was ist das denn jetzt? Ach, die Leute, die das gemacht haben. Ah, okay. Was kann ich denn hier noch recherchieren? Kontakte, habe ich welche? Brian Reed Dad, Gerichtsmedizin. Ah, okay, darüber kann ich die dann wahrscheinlich schnell anfunken. Das ist gut zu wissen. Habe ich mich nämlich letztes Mal schon gefragt, wie das hier funktionieren soll. Okay, schauen wir mal. Wir müssen ja hinter irgendwann weiter. Was ist denn das hier? Fahndungsliste, wer steht da drauf? FBI is most wanted. Aber man kann nichts anklicken. Das bewaffneter Raubüberfall oder was steht da gerade? Armed Rob, irgendwas mit Rob, kann ich nicht richtig lesen. Nun denn. Können wir trotzdem nochmal anklicken. It's locked. Ja. I'm going to have to get creative if I want to get in there. Kreativ sein, ja, um da reinzukommen. Gute Frage. Was ich denn jetzt? Wenn er mir rät, ich soll nochmal zu dem Dings fahren, zu dem Tatort, dann gehe ich doch mal, nutze ich doch mal wieder einen Aufzug. Ich glaube, da kommt man. Was haben wir denn hier? Parking Garage oder so. Nennen wir das doch, ne? Denke ich. Fahren wir mal zum Parkhaus. So, ich soll reden mit... Ich soll mir den Tatort nochmal angucken, ich soll mit dem Arzt reden. Der Arzt wird im Leichenschauhaus sein. Oder? Mal kurz gucken, was sagen sie mir? The morgue. And forensics is there now too. Ja gut, mehr sagen sie nicht. Dann fahren wir zum Leichenschauhaus. Okay. Ich speichere einfach mal wieder zwischendurch. Kann man machen. Gerichtsmedizin empfangen. Speichern. So, wen haben wir denn hier alles? Terence ist da. Warum ist der hier? That's my old buddy, Terence. We took a couple of classes together back in undergrad. Okay, was haben wir hier noch? Kriminaltechnik. So they weren't kidding. They moved the forensics here. I guess Gallagher doesn't really need a secretary. I wonder if they fired Susie, her last receptionist. Okay, ich verstehe. Die haben also diesen Teil der Kriminaltechnik haben die hier tatsächlich verlegt, hier ins Leichenschauhaus. Und darum ist Terence hier, weil das war gerade ein bisschen irritierend, denn er ist ja eigentlich der Techniker. Das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Aber gut, deshalb, der ist jetzt hier. Fragen wir doch mal, ob er das Ganze lustig findet. Isn't it cozy here? The Erica! No McCoy today? Nope. All by myself. Ah, good. I can talk you up some romance then. Terence, you're my one true love.
Hier haben wir gleich eine ganze Menge. Fangen wir oben wieder an. Any luck identifying our guy? All the DNA strands I found were from the victim. Nothing from the killer. Not a drop of sweat? A hair? Nothing? Nothing, man. This guy was clean, and I always find something. So they knew exactly what they were doing. What about our John Doe? It'll take a few days. You know how these things are. You'd think they'd come up with something faster. Call me if something comes up. Got it. Okay, ein Profi, der keinerlei Spuren hinterlässt. Mit dem haben wir es also zu tun. Und wer unser John Doe ist, wissen wir dann auch nicht so genau. Arbeit im Leichenschauhaus. So, how's life at the morgue? It ain't too different from when I had a team. No one speaks much. Only difference is that our zombies preferred to be in front of their computers with the lights off. John says the same about me. I'm sure Gallagher is lovely to work with. I keep getting on her nerves. It's my new hobby. Toll. Dr. Gallagher auf den Keks gehen. Als Hobby zu bezeichnen. Dietrich, warum haben wir diese Option? I need lockpicks. I'll need to see you put your thumb on your nose, waggle your fingers, and pat your tummy first. What? If you're gonna ask for lockpicks, you really need to learn the thief sign, Biggie. What do I look like? The flea market? You're way better than a flea market. True that. Here, state of the art. Best line of lockpicks we have. Go and violate some human rights for me. Brauche ich das, um am Tatort einzubrechen? Ach, die Antiquität, genau, hat Davis an Terrence gegeben, ne? Also unsere Chefin. Mal gucken, ob er darüber was weiß. I found something on that antique piece from last night. Spill the beans. Apparently, it's a creepy toy from the 18th century, but it's been modified. So it wasn't something that was just laying around. No, it was very intentionally left there. I won't confiscate it then. See what you can do with it. So this antique has apparently been broken into many different pieces. Didn't Davy send you something like this today? Yeah, I haven't Oh, you mean the email she sent me this morning. Yeah, she mentioned something. Man, where's my head? Can I see it? I don't know. Davies will kill me. Come on, Terrence. This is important. Tell you what, you scratch my back, and I'll scratch yours. Och, komm schon, Terrence, sei doch nicht so einer. Oh, was haben wir denn hier? Nope, just give me the antique, or I'll rat you out. Okay. I don't have time for this. You ratted me out to Davies last night. Do you want me to tell her you approved of me taking the antique? I'm sure you left that part out. Hey, that ain't cool. Here, have your thing. Aha. So, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüssi. See you later. Alligator. Ja, jetzt bleibt wohl nur noch der Weg zum Fahrstuhl und runter oder rauf. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo sind wir hier? M. Und dann geht's, was? L und 2. Ich weiß nicht, ob das dann nach oben und unten fährt. Ja, unsere Zeit, 33 Minuten jetzt hier in dem Fall sind schon wieder rum. Dann würde ich diese dritte Folge damit beenden, bevor wir nächstes Mal in Folge 4 dann zu Dr. Gallagher stürmen und da mal schauen, wie es weitergeht und wir vielleicht noch das ein oder andere über die Leiche erfahren. Ich hoffe, es macht ein bisschen Spaß. Wie gesagt, es geht sehr geruhsam voran und es muss ja auch nicht immer alles so voller Action sein. Ich finde die Stimmung ganz nett hier nach wie vor und spannend genug zu sehen, wo das Ganze dann eventuell mal hinläuft. Dann ist doch noch sehr vieles im Nebel. Ja, ist auch gut so für so ein Spiel, gefällt mir. Also, vielen Dank fürs Zugucken, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.